Ich bin der Frank, ich bin auch dabei. Und Wann ist Christus gestorben? Digga. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Lewe und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt schon tot. Ich bin todmüde. Und zwar geht's für uns heute nach Köln. Ihr denkt euch, okay, nach Köln ist keine Reise. Wir fahren aber mit der Regionalbahn. Wir haben uns wieder zur Aufgabe gemacht, das 50-Euro-Ticket komplett auszunutzen. Das heißt, wir fahren jetzt um 0 Uhr gleich los in Harburg, Hamburg und sind einfach um 10 in Köln. Leute, wir haben 2 Stunden Zwischenaufenthalt in Rotenburgsort. Wir nehmen euch mit auf die ganze Reise und naja, ich bin am Ende des Tages so gespannt, wie kaputt wir einfach sein werden von der Reise, wie viel Schlaf wir abkriegen werden. Und natürlich werden wir alles, was wir erleben werden, hier festhalten und mit euch teilen. Also bleibt gespannt, es wird ein crazy Vlog. Ich bin gespannt, was am Ende rauskommt und ja, viel Spaß mit dem Video. Abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal für mehr spontane Vlogs, für auch unter anderem Fußball-Content, Ess-Content, denn demnächst kommen auch wieder weitere Essens-Vlogs. Und vergesst natürlich nicht zu liken. Also Leute, starten wir rein ins Video. Auf jeden Fall, wir sind hier in Harburg City. Wir starten den Vlog einfach in Harburg. Ich weiß nicht, ob es eine schönere Gegend gibt. Wir sind hier gerade bei Nacht in Harburger Straße unterwegs. Man muss hier immer um sich gucken, keine Ahnung. Auch ich bin hier mit Cam unterwegs. Aber Freunde, ich denke, das hier ist ein gelungener Start. Wir beide sind jetzt schon K.O. Wir haben noch nicht mal eine einzige Bahn genommen. Natürlich nur die nach Harburg. Aber die Regionalbahn-Session kommt erst jetzt. Ich glaube, wir müssen 3-4 Mal umsteigen. Wie viel? Ja, Digga, also wir werden tot sein. Naja, ich gebe euch ein Update, sobald wir im Zug sind. Okay, Freunde, wir sind jetzt in der Bahn. Wir haben sie erwischt. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn die erste Bahn pünktlich ist und man sie erwischt, heißt das, alle anderen kommen pünktlich. Natürlich nicht. Auf jeden Fall, es ist 1:36 Uhr gerade. Ich bin relativ müde. Mein Kumpel Jorgo, mit dem ich unterwegs bin, den trifft schon er. Aber ich kann es verstehen. Wenn ich wollen würde, ich könnte jetzt auch pennen. Ich glaube, ich bin ein bisschen mehr wach, weil ich einfach so ein bisschen aufgeregt bin wegen dem Trip. Mal sehen, inwiefern sich das in den nächsten Fahrten widerspiegeln wird. Wir sind jetzt gerade in Lauenbrück. Dann kommt noch Schesel und dann sind wir in Rotenburg. Und dort haben wir 2 Stunden Aufenthalt. Und überleg mal, wir kommen um 2 da an. Das heißt, um 4 geht's weiter. Ich bin echt gespannt, wie wir das Ganze überstehen werden. Aber ich sage ehrlich, meine Kräfte schwinden jetzt langsam. Naja, und drückt auf Like, wenn ihr auf jeden Fall weitere Videos nicht so verpassen wollt und ihr es noch nicht getan habt. Also, let's go. Zwischenfazit. Wir sind jetzt angekommen in der 2. Regionalbahn. Wir sind aber schon in Bremen. Wir mussten wo sind wir umgestiegen? Rotenburg. Genau, in Rotenburg mussten wir umsteigen. Da eigentlich die Regionalbahn von Hamburg durchfährt nach Bremen. Wir haben uns mal wieder die perfekte Verbindung rausgesucht. Genau, es gab Schienenersatzverkehr und wir mussten dann 1,5 Stunden anstatt nur eine halbe Stunde mit dem Bus nach Bremen fahren. Halb so wild, jetzt sitzen wir im Bus Richtung Osnabrück. Ich komme schon durcheinander, weil mir fehlt der Schlaf. Es ist jetzt mittlerweile 6 Uhr morgens. Ich habe kein bisschen geschlafen. Kann heikel werden jetzt morgen in Köln, beziehungsweise heute. Aber ich hoffe, ich kriege hier jetzt auf der 1,5-stündigen Fahrt nach Osnabrück etwas Schlaf. Naja. Dein Bro ist weggerannt, ich glaube, er macht Leg Day. Gib ihr Handy auf Bitches im Backstage. Sie will ein Sextape, gib ihr Backpain. Was hier in der Bitch geht dumm. Angekommen in Köln. Und eine Sache, die ich sagen kann, ist, dass der nächste Hauptbahnhof, der schöner als Hamburg ist. Und die nächste Stadt, die eben nicht schöner ist, wenn man in sie reinfährt. Aber es ist crazy. Der Hamburger Hauptbahnhof ist einfach echt der hässlichste Hauptbahnhof. Und ich glaube auch mit einer der gefährlichsten mit Frankfurt. Wir waren jetzt in Bremen zwischenzeitlich. Wir waren in Osnabrück, der ist zwar klein. Wir waren in Münster, wir waren in Köln. Und jeder Hauptbahnhof ist 10-mal schöner als der von Hamburg. Hamburg ist halt einfach echt da hinterher. Aber wie willst du einen Hauptbahnhof erneuern? Das ist halt schwer. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall in Köln. Ich habe in Summe vielleicht 3 Stunden geschlafen, wenn es hochkommt. Und davon Tiefschlaf, keine Ahnung. Aber ich fühle mich dafür relativ fit. Ich denke, als erstes werden wir irgendwie einen Café oder so aufsuchen und ja, ein bisschen hier die Stadt erkunden. Erstmal zum Kölner Dom, erstmal klarkommen auf den Tag. Zähne putzen, Gesicht waschen und dann würde ich sagen, auf geht's hier in Köln. So, wir sind hier am Kölner Dom. Der ist schon geistkrank riesig und uns hat eben eine Frau in der Bahn gesagt, so etwas hat Hamburg nicht. Also wenn ich bitten darf, wir haben auch diese eine verbrannte Kirche, wo ich den Namen gerade nicht weiß, und den Michel. Hallo? Wir haben auch sehr, sehr schöne Kirchen in Hamburg. Unterschätzt das mal nicht. Das hier ist ja so dieser Go-To-Spot in Köln. Deswegen bin ich mal gespannt, was hier abgeht. Ich sehe hier auf jeden Fall schon wieder irgendwelche Leute, die diese Jesus-Predigten machen. Also es ist eigentlich nichts anderes als in Hamburg. Und genau die Bres meinte ich. Also, neuer Plan. Wir haben beschlossen, jetzt erstmal ans Rheinufer zu gehen. Wir sind auch gleich da. Uns hier irgendwie, keine Ahnung, einen Café oder so zu zecken. Und im Anschluss gehen wir wieder hoch Richtung Innenstadt und danach ins belgische Viertel. Das soll anscheinend hier so ein cooles Viertel sein. Ich bin mal gespannt. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen, auch den einen oder anderen coolen Park. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt hier beim Rheinufer. Ja, hier ist der Rhein. Wunderschön. Und das erste Spektakuläre, was wir hier sehen. No front an den Dom. Aber keine Ahnung, ich fand das irgendwie lame. Ich muss sagen, hier ist schon
schon schöner. Oh, und hier kann man so die ganze Zeit am Ufer längs gehen. Ich weiß gar nicht, haben wir bei der Elbe irgendwie sowas, wo man so... Ja klar, natürlich, ich bin lost. Ich bin einfach komplett lost. Aber es ist echt schön hier. Ich zeige euch einfach mal die Gegend, genießt es und ja. Eine Sache, die uns richtig krass auffällt, ist, in Köln gibt es hier nirgendwo Müll auf dem Boden. Hier liegt kein Müll, hier ist alles sauber. Und wir haben auch so geguckt, hier kleben keine Sticker. In Hamburg klebt an jeder Säule irgendein HSV-Sticker. Köln-Ultras sind stark, aber hier kleben keine Köln-Sticker irgendwo dran. Es gibt so gut wie keine Graffitis, zumindest hier in der Innenstadt. Das ist das Erste, was wir gerade gesehen haben. Also hier liegt kein Müll, das ist echt crazy. Und das in einer Großstadt, in einer Millionenstadt so hinzukriegen, Respekt. Ey, wenn man sich die Straßen hier anguckt, das erinnert mich ein bisschen wegen diesem Pflasterstein hier unten an Lissabon. Hier so ein Platz, hier kannst du auch sitzen in so Restaurants oder Bars, was weiß ich, Eiskaffee. Und ich muss sagen, das gefällt mir schon mehr. Das sieht hier ziemlich schön aus, auch diese engen Gassen. Das feiere ich. Kommen wir nur zum allerersten Problem von Köln. Alles hat zu. Wir haben Montag 11 Uhr. Wir gehen hier durch die Straßen. Es hat jeder einzelne Laden zu. Jetzt hatte ein Café offen mit übertrieben krassen Preisen. Also krass teuer. Und der Rest war zu. Was ist los? Also ich check's nicht. Was ist hier los in Köln? Kein Business? Aber mal sehen. Vielleicht finden wir ja noch was. So, angekommen in Kölns Innenstadt. Und ja, die Stimmung hier ist gut. Hier haben auch endlich mal ein paar Läden geöffnet. Anders als in den anderen Straßen am Hafen. Oder was heißt Hafen, am Rheinufer halt. Aber crazy, da hat einfach ehrlich nichts geöffnet. Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht zu so einem bestimmten Kaffeeladen. Jetzt haben wir uns einen ausgesucht, der geöffnet hat. Dort spazieren wir hin, eine halbe Stunde. Ja, dann haben wir unseren ersten Snack für heute. Aber ich muss sagen, Köln bewirbt sich gerade für einen hohen Platz im Städteranking. Hamburg ist natürlich die 1. Danach kommt Leipzig. Leipzig ist wunderschön für jeden, der noch nicht da war. Einmal hingehen, abchecken und danach kommt Berlin. Und gerade ist bei mir das Gefühl, Köln könnte sich vor Berlin schieben. An Leipzig kommt es glaube ich nicht ran, aber es ist nur der erste Eindruck. Mal sehen, was Köln noch zu bieten hat. Wir gehen hier ein bisschen rum, wir haben einen ganzen Tag Zeit. Aber ich sage euch ehrlich, könnte vor Berlin kommen. So, wir sind hier im Sportscheck in Köln. Natürlich gibt es hier Köln-Trikots, natürlich gibt es hier diverse andere Trikots, wie zum Beispiel Chelsea, ist auch ein bisschen random, Liverpool oder so. Dann hier hinten Inter Miami, Barcelona, ach was weiß ich, Bayern, ne, die üblichen. Und dann gehe ich hier hin und sehe auf einmal das. Diggi, wir sind hier in Köln. Was macht Pauli hier? Ich bitte euch. Also, ihr seht, wir sind angekommen in der Bar. Ich würde sagen, Prost, Eislatte mit schönem Vanilleeis. 5,20 kostet der ganze Spaß. Was ich aber sagen kann, ich glaube, ich verwerfe den Gedanken wieder von vorhin, wo ich gesagt habe, Köln größer Berlin. Berlin ist definitiv geiler, aber Köln, ehrlich, underrated. Ist auch eine sehr schöne Stadt. Ich feiere auch diesen Stil mit Straßenbahn. Hamburg ist von meinen Städten, die ich gerankt habe, leider die einzige Stadt ohne Straßenbahn. Ich finde, das hat immer so einen bestimmten Flair. Hier gibt es schön viele Läden in Köln, das gefällt mir auch sehr gut. Aber ich weiß nicht, diese Seitengassen und so, ja, da ist Berlin einfach schöner und ich feiere diesen Street-Stil von Berlin teils. Was mir aber aufgefallen ist, ist alles so großflächig. In Hamburg ist alles so eng an eng gebaut. In jeder anderen Stadt hast du so Plätze, da kannst du so meilenweit über die Straße gucken. In Hamburg hast du es nie. Das ist mein Zwischenfazit. Ich genieße jetzt erstmal hier meinen Eislatte. Den ganzen Lachs mal. Okay, das Brötchen ist kalt. Alter, oh mein Gott. Die Cheese-Soße. Hölle, ja. Guck mal, wie lang der ist. Alter, erster Eindruck ist, der schmeckt richtig geil. Also ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, auch wenn der Preis hoch ist. Das ist viel. Ich werde euch am Ende eine endgültige Meinung geben. Aber ich sage erstmal, das war richtig geil. Jetzt wird erstmal genossen. Und packt euch genug Servietten ein, denn der sappt richtig rum. Esst den im Laden. Ich kann mir vorstellen, wenn man den mitnimmt, ganzes Brötchen ist aufgeweicht, dann bockt er nicht mehr so. Aber wir sehen uns gleich bei der Bewertung.
Also, endgültige Bewertung von Bang Bang. So heißt der ganze Laden, wo wir gerade waren. Und ich würde sagen, es war eine solide 8 von 10. Also es ist auf jeden Fall etwas, wenn ich nochmal nach Köln komme, wo ich sage, ey, ich muss diesen Laden abchecken. Dafür hat es auf jeden Fall gereicht. Man muss trotzdem sagen, das Fleisch war jetzt keine Top-Qualität. Es hat aber gut geschmeckt. Besonders dieser Käse, also die haben wirklich nicht untertrieben. Käse für 12 Euro. Wie viel war das? 12,90? Ah, glatt 12 Euro. Okay, ja, für glatt 12 Euro machst du da ehrlich nichts falsch. Das Teil war riesig. Es ist halt auch so fettig, dass du davon satt wirst. Und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt richtig gut gefüllt. Wir holen uns jetzt vielleicht nochmal einen Eisbecher oder sowas. Aber ich glaube, danach platzen wir auch. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Teil kann ich euch empfehlen. Und um einmal eine abschließende Bewertung zu haben für den Kaffeeladen, wo wir waren. Dort war es so, ich bin eigentlich nicht so der Fan von diesen Hipster-Läden, aber ich fand, den kann man wirklich empfehlen. Die Preise gingen richtig fit. 4,20 für ein Iced Out Latte kann man sich nicht beschweren. In Hamburg kostet sowas 5, 6 Euro und vor allen Dingen haben wir 5,20 Euro bezahlt, weil wir noch eine Kugel Vanilleeis da reingenommen haben. Da kann man sich wirklich überhaupt nicht beschweren. Die Preise gingen da full fit und dafür konntest du so nett an der Straße sitzen. Mir war das aber alles so ein bisschen zu klein, dann gab es keine Bedienung, du musstest drin bestellen und dann wurde es dir rausgeliefert. Also es gab halt keine Kellner zum Tisch. Das war so mein einziges Manko. Ansonsten fand ich den Laden auch gut und kann ihn euch auch empfehlen. Irgendwie Coffee Gang oder so heißt der und ja. So, wir haben uns jetzt dazu entschieden, hier bei der Deutzer Freiheit auf irgendeinen Aussichtspunkt zu gehen. Ich glaube, hinter uns ist die, nicht die Lanxess Arena, hier ist nur Lanxess. Auf jeden Fall wollten wir hier auf irgendeinen Aussichtspunkt und einfach mal die Stadt beobachten von oben. Im Anschluss wollten wir dann nochmal am Rheinufer ein schönes Eis snacken, wie gesagt. Und ja, das ist der restliche Plan für uns hier in Köln. Ansonsten kann ich als Fazit sagen, Köln ist an sich schöner als Berlin. Problem ist nur, Berlin ist irgendwie fresher, weil die Stadt hier ist ein bisschen tot. Keine Ahnung, also Köln ist echt schön. Ich würde es beim Städteranking aber trotzdem auf respektvoll wirklich eigentlich gleichsetzen mit Berlin. Also Köln, Berlin ist ungefähr gleich. Berlin ist halt einfach nur fresher, weil da halt noch mehr Leute sind. Ansonsten würde ich sagen, so Köln, echt sehr stabile Stadt, aber Leipzig ist einfach wunderschön und Hamburg ist einfach ein Traum. Also Hamburg ist wirklich die schönste Stadt aus Deutschland, glaube ich. Wir werden noch weitere Städte abchecken, Freunde. Abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Aber Stand jetzt, Hamburg, meine Heimatstadt, auf die 1. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, in was für Städten ihr alles schon wart und was für euch die schönste Stadt war. Sind wir auch schon bei Colonial View und direkt hier beschatten einen auch die Polizisten. Mal sehen, wie die View ist, denn es geht ganz schön hoch, aber bin mal gespannt. Diggi, und das ist eine Frechheit. Wir sind beide Studenten, würden 4 Euro zahlen. Wir sehen nicht ein, diesen Preis zu bezahlen. Diggi, was macht ihr für Business? In Hamburg ist sowas kostenlos. Du kannst kostenlos auf die Elbphilharmonie, auf den Bunker, auf den Michel, du kannst überall kostenlos drauf. Hier kostet irgend so ein Billig-Aussichtsplattform, wenn ich hier so hoch gucke. Das kostet 4, 5 Euro pro Person. So, wir sind am Rhein-Boulevard, so heißt das hier. Und ich muss sagen, ey, boah, das schwimmt einfach ein toter Fisch. Warte mal, vielleicht kriege ich den drauf. Alter, ein riesiger toter Fisch. Von hier erkennt man den Kölner Dom, diese Riesenbrücke, die man so aus den ganzen Köln-Videos kennt. Achso, und was ich sagen wollte, das Wasser ist einfach viel geiler als das von der Elbe. Das hier ist wenigstens so halbwegs blau. Von der Elbe ist einfach braun. So, da hinten sieht man so low-key diese Krangebäude, die so aussehen sollen wie so ein Kran. Also von hier sieht man echt alles. Eigentlich echt ein nicer Punkt und ja, hier kann man echt nice chillen. Also den Spot hier fühle ich, der ist eigentlich echt geil. Und ich denke, wir werden jetzt hier auf die andere Seite rüber gehen und dort uns irgendwie so ein Eis snacken, denn das war ja unser ursprünglicher Plan. Also, let's go auf die andere Seite. Also wir haben jetzt das Eis gegessen, ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Ich kann den Eisladen nur empfehlen, wir haben 6,90 Euro für dieses Spaghetti-Eis bezahlt. Ich habe lange nicht mehr so einen günstigen Preis für ein Spaghetti-Eis gesehen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist auch direkt hier am Rheinufer. Ich drehe einmal die Kamera, damit ihr seht, wo genau wir sitzen. Wir sitzen wirklich genau hier, haben alles im Blick. Ja Freunde, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, weil wir jetzt einfach noch die restlichen 2 Stunden, die wir hier sind, absitzen und danach den Zug nach Hause nehmen. Wir sind um 1 Uhr nachts wieder in Hamburg. Ich freue mich ehrlich gesagt auch schon wieder. Aber ich muss sagen, ich habe echt Köln unterschätzt. Es ist eine wunderschöne Stadt, wirklich schön.
schöner als Berlin. Ich glaube, Köln ist bei mir auf die 3. Kommt bei mir auf die 3. Köln kommt bei mir auf die 3. Ist so. Ich finde, die Stadt hat mich wirklich positiv überrascht. Ich dachte so, okay, besonders bei der Einfahrt hier in die Stadt dachte ich so, okay, ey, die Stadt hat es echt nicht. Wurde immer besser. Und ich muss jetzt am Ende sagen, die Stadt hat mir richtig gut gefallen. Es ist wunderschön hier. Kann ich jedem nur empfehlen. Kann jedem auch nur ins Herz legen, mal nach Leipzig zu kommen und vor allem nach Hamburg. Also Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich sagen, abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal, liked das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lewe ist am Start.